In diesem Video lernst du einfache Gespräche an der Universität. Du hörst 10 klare Dialoge aus dem Uni-Alltag auf A1, A2-Niveau. Ohne diese Gespräche fühlen sich viele Menschen unsicher. Hör gut zu und sprich direkt mit. Am Campus. Anna steht vor einem Gebäude. Sie schaut sich um und wirkt unsicher. Entschuldigung, kann ich dich kurz etwas fragen? Ich bin heute zum ersten Mal hier und fühle mich noch unsicher. Alles ist neu für mich. Ich habe Angst, dass ich am falschen Ort bin. Ich möchte nichts falsch machen. Deshalb frage ich lieber nach. Vielleicht kannst du mir kurz helfen? Ja, natürlich. Kein Problem. Mir ging es am Anfang genauso. Der Campus ist groß. Viele Gebäude sehen ähnlich aus. Am ersten Tag ist man oft nervös. Was genau suchst du denn? Ich suche einen Raum in diesem Gebäude. Ich habe die Information auf meinem Handy, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon mehrmals geschaut. Trotzdem habe ich Angst, zu spät zu kommen. Das macht mich unruhig. Das verstehe ich gut. Wenn du einen Raum in diesem Gebäude suchst, bist du hier richtig. Die meisten Räume sind im 2. Stock. Du gehst durch diese Tür, dann nimmst du die Treppe nach oben. Dort findest du Schilder an der Wand. Okay, das klingt gut. Und wenn ich oben bin, gehe ich einfach den Schildern nach? Ich habe manchmal Angst, dass ich trotzdem falsch gehe. Am Anfang wirkt alles kompliziert. Ja, das ist normal. Geh langsam. Schau auf die Nummern. Wenn du unsicher bist, kannst du wieder fragen. Viele Menschen helfen gern. Du bist hier nicht allein. Danke, das tut gut zu hören. Jetzt fühle ich mich schon ruhiger. Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Alleine hätte ich mich weiter geärgert. Gern. Fragen ist immer besser als warten. Ich wünsche dir einen guten Start heute. Du schaffst das bestimmt. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich gehe jetzt nach oben. Einen schönen Tag noch. Dir auch einen schönen Tag. Viel Erfolg. In der Pause. Paul sitzt auf einer Bank auf dem Campus. Lukas kommt dazu und setzt sich neben ihn. Hallo, Entschuldigung, ist hier noch Platz? Ich wollte mich kurz setzen und ein bisschen ausruhen. Der Vormittag war für mich ziemlich anstrengend und ich merke, dass ich eine kurze Pause brauche. Hallo. Ja, klar, hier ist noch Platz. Setz dich ruhig. Mir geht es ähnlich. Der Tag fühlt sich länger an als gedacht, besonders wenn man noch nicht alles gewohnt ist. Ja, genau so geht es mir. Alles ist neu und ich muss ständig nachdenken. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig mache oder ob ich etwas vergesse. Das kenne ich gut. Am Anfang denkt man viel zu viel nach. Mit der Zeit wird's leichter, weil man die Umgebung besser kennt und sich sicherer fühlt. Das hoffe ich. Im Moment habe ich oft das Gefühl, dass alle anderen viel entspannter sind. Ich selbst bin oft nervös und brauche länger, um mich zu orientieren. Das wirkt nur so. Viele fühlen sich genauso, sagen es aber nicht. Jeder braucht seine Zeit, um anzukommen und sich wohlzufühlen. Gut zu hören, dass es nicht nur mir so geht. Das nimmt mir ein bisschen den Druck. Vielleicht sollte ich geduldiger mit mir sein. Ja, das ist wichtig. Du musst nicht alles sofort können. Schritt für Schritt ist völlig in Ordnung. Kleine Fortschritte zählen. Stimmt. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich heute schon einiges geschafft. Das motiviert mich ein bisschen. Siehst du, genauso solltest du denken. Dann macht alles mehr Sinn und fühlt sich weniger schwer an. Danke für das Gespräch. Die Pause und das Reden tun mir gut. Gerne. Mir auch. Dann genießen wir die Pause noch kurz. In der Cafeteria. Anna und Maria stehen mit Tabletts in der Cafeteria. Sie schauen sich um und suchen einen Platz. Ist hier noch frei? Ich bin mir nicht sicher, wo man sich setzen darf. Es ist ziemlich voll und ich möchte niemanden stören. Die Cafeteria ist größer, als ich gedacht habe. Ja, hier ist noch Platz. Setz dich ruhig. Am Anfang wirkt alles etwas chaotisch, aber man gewöhnt sich schnell daran. Komm einfach her und stell dein Tablett ab. Danke, ich bin froh, dass ich nicht alleine sitze. In der Pause fühle ich mich manchmal etwas verloren. Alles passiert so schnell und es ist laut. Das kenne ich gut. Mir ging es am Anfang genauso. Die vielen Menschen und Geräusche können anstrengend sein. Deshalb setze ich mich gern etwas ruhiger. Ja, das ist eine gute Idee.
Was hast du dir zu essen geholt? Ich war unsicher und habe einfach etwas genommen, das ich kenne. Ich habe etwas Einfaches gewählt. So weiß ich, was mich erwartet. Wenn man sich noch unsicher fühlt, ist das völlig okay. Man muss nicht alles sofort ausprobieren. Das stimmt. Ich versuche mir selbst keinen Druck zu machen. Es ist mein erster Tag hier und ich darf Fehler machen. Genau. Schritt für Schritt ist besser. Mit der Zeit wird alles normaler. Auch die Pause hier. Danke, das hilft mir sehr. Jetzt fühlt sich die Pause schon entspannter an. Gerne. Zusammen ist es einfacher. Dann genießen wir jetzt kurz unser Essen. Nach dem Unterricht. Tom und Paul stehen vor einem Gebäude. Sie kommen gerade heraus und bleiben kurz stehen. Puh, das war ganz schön viel auf einmal. Ich merke, dass mein Kopf voll ist. Am Anfang fällt es mir schwer, alles zu behalten. Ich brauche immer ein paar Minuten, um ruhig zu werden. Ja, das ging mir auch so. Direkt nach dem Unterricht fühle ich mich oft müde. Es hilft mir, kurz stehen zu bleiben und tief zu atmen. Dann sortieren sich die Gedanken ein bisschen. Das ist eine gute Idee. Ich habe manchmal Angst, dass ich wichtige Dinge vergesse. Deshalb mache ich mir viele Notizen, auch wenn es Zeit kostet. Notizen helfen mir auch sehr. Ich schreibe lieber zu viel als zu wenig. Zu Hause kann ich dann alles in Ruhe noch einmal anschauen. Genau. Zu Hause ist es ruhiger. Hier ist es oft laut und viele Menschen laufen vorbei. Das macht mich manchmal nervös. Das verstehe ich gut. Mir hilft es, mir einen festen Platz zu suchen, wo ich kurz sitzen kann. Dann fühle ich mich sicherer. Das probiere ich auch mal. Insgesamt fand ich den Unterricht aber gut. Ich habe mehr verstanden, als ich gedacht habe. Das ist ein gutes Zeichen. Man merkt oft erst später, wie viel man wirklich mitgenommen hat. Stimmt. Ich bin froh, dass ich dran geblieben bin. Es fühlt sich gut an, wenn man merkt, dass man Fortschritte macht. Ja, das motiviert sehr. Dann lass uns jetzt langsam gehen und eine kleine Pause machen. Gute Idee. Eine Pause tut jetzt sicher gut. Vor der Bibliothek. Lisa steht vor der Bibliothek und schaut auf ihr Handy. Markus kommt dazu und bleibt stehen. Hallo, entschuldige bitte. Weißt du, ob die Bibliothek gerade geöffnet ist? Ich bin mir nicht sicher, weil ich unterschiedliche Zeiten gehört habe. Ich möchte nicht hineingehen und dann wieder umdrehen müssen. Hallo. Ja, sie ist offen. Ich war vorhin zum kurz drin. Am Nachmittag ist es meistens ruhig und man findet gut einen Platz. Du kannst also problemlos reingehen. Oh, das ist gut zu hören. Ich brauche einen ruhigen Ort, weil ich mich konzentrieren möchte. Zu Hause fällt mir das manchmal schwer und hier fühlt es sich einfacher an. Das kenne ich. In der Bibliothek kann ich besser lernen. Es ist still und man sieht andere Menschen, die auch arbeiten. Das motiviert mich. Ja, genau. Ich habe mir vorgenommen, heute nicht zu lange zu bleiben, aber zumindest ein bisschen zu lesen und meine Notizen zu ordnen. Das ist ein guter Plan. Kleine Schritte sind oft besser. Dann bleibt man konzentriert und fühlt sich nicht überfordert. Stimmt. Ich habe manchmal zu hohe Erwartungen an mich. Dann bin ich am Ende enttäuscht, wenn ich nicht alles schaffe. Das passiert vielen. Es hilft, realistisch zu bleiben und sich über kleine Erfolge zu freuen. Danke für deine Worte, das tut gut. Dann gehe ich jetzt hinein und suche mir einen Platz. Gerne, ich gehe auch rein. Vielleicht sehen wir uns später wieder. Ja, gerne. Viel Erfolg beim Lernen. Dir auch viel Erfolg. In der Bibliothek. Anna sitzt an einem Tisch in der Bibliothek und schaut in ihre Unterlagen. Tom setzt sich leise gegenüber. Oh, hallo Tom. Ich hab dich gar nicht gehört. Die Bibliothek ist heute sehr ruhig. Das gefällt mir, weil ich mich besser konzentrieren kann. Zu Hause ist es oft zu laut für mich. Hallo Anna. Ja, hier ist es angenehm ruhig. Deshalb komme ich gern hierher. Wenn es still ist, kann ich besser nachdenken und alles langsamer lesen. Das geht mir genauso. Ich lese die Texte hier viel genauer. Manchmal brauche ich länger, aber das ist okay. Ich möchte alles wirklich verstehen. Das ist eine gute Einstellung. Ich habe früher oft zu schnell gelesen. Jetzt nehme ich mir mehr Zeit. Dann merke ich, dass ich mir mehr merke.
Ja, genau. Ich mache mir auch kleine Notizen, das hilft mir sehr. Danach fühle ich mich sicherer und weniger gestresst. Notizen sind hilfreich. Ich schreibe mir wichtige Wörter extra auf. Später schaue ich sie noch einmal an. So lerne ich Schritt für Schritt. Das klingt gut. Ich sollte das auch öfter machen. Manchmal denke ich, ich muss alles sofort können, aber das stimmt ja nicht. Nein, das stimmt nicht. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Wichtig ist nur, dass man dranbleibt und nicht aufgibt. Das motiviert mich. Jetzt fühle ich mich wieder ruhiger und kann weiterarbeiten. Freut mich. Dann lernen wir jetzt beide noch ein bisschen weiter. Ja, das machen wir. Viel Erfolg. Viel Erfolg dir auch. Auf dem Flur. Maria steht auf dem Flur und schaut auf einen Zettel. Lukas kommt langsam näher und bleibt stehen. Oh, hallo. Gut, dass ich jemanden sehe. Ich schaue gerade auf diesen Zettel und bin etwas verwirrt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin oder ob ich auf dem falschen Flur stehe. Hallo. Ja, der Flur kann verwirrend sein. Am Anfang sehen viele Wege gleich aus. Was genau suchst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich suche einen Raum hier in der Nähe. Ich habe mir die Nummer aufgeschrieben, aber jetzt bin ich unsicher. Ich möchte nicht zu spät kommen. Das verstehe ich gut. Wenn du mir die Nummer sagst, kann ich dir sagen, ob du richtig bist. Die Räume hier sind nach einem einfachen System geordnet. Die Nummer beginnt mit einer 3. Mehr weiß ich gerade nicht. Ich habe Angst, dass ich etwas falsch gelesen habe. Dann bist du hier richtig. Alle Räume mit dieser Nummer sind auf diesem Flur. Du gehst einfach geradeaus. Am Ende siehst du ein Schild mit den Nummern. Ah, das hilft mir sehr. Jetzt fühle ich mich gleich ruhiger. Alleine hätte ich noch länger hier gestanden. Das kenne ich. Manchmal braucht man nur eine kurze Bestätigung. Dann fühlt sich alles einfacher an. Ja, genau. Ich versuche mir zu sagen, dass Fragen okay ist. Niemand erwartet, dass man alles sofort weiß. So ist es. Fragen zeigt, dass man lernen möchte. Das ist etwas Positives. Danke für deine Hilfe. Jetzt gehe ich weiter und schaue mir das Schild an. Gerne. Viel Erfolg. Du findest den Raum bestimmt. Danke. Einen schönen Tag noch. Dir auch einen schönen Tag. Am Eingang. Lisa steht am Eingang eines Gebäudes und schaut sich um. Paul kommt herein und bleibt kurz stehen. Hallo, entschuldige bitte. Ich stehe hier schon einen Moment und bin unsicher. Ich weiß nicht, ob ich gleich hineingehen soll oder ob ich noch warten muss. Am Eingang fühle ich mich oft etwas verloren. Hallo, das kenne ich gut. Am Eingang weiß man manchmal nicht, was richtig ist. Du kannst ruhig hineingehen. Es ist offen und du darfst einfach rein. Gut zu wissen. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Manchmal denke ich zu viel nach und halte mich dann zurück. Das passiert vielen. Mir ging es früher auch so. Aber meistens ist es einfacher, als man denkt. Wenn die Tür offen ist, ist das ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Ich versuche mir das zu merken. Heute möchte ich mutiger sein und nicht so viel zögern. Das ist eine gute Einstellung. Schritt für Schritt wird man sicherer. Jeder kleine Schritt zählt. Danke, deine Worte helfen mir. Jetzt fühle ich mich ruhiger und traue mich eher hineinzugehen. Gerne. Wenn du drin bist, findest du schnell deinen Weg. Und wenn du unsicher bist, kannst du jederzeit fragen. Das mache ich. Dann gehe ich jetzt hinein. Ich möchte nicht noch länger warten. Viel Erfolg. Ich gehe auch rein. Danke. Dann sehen wir uns vielleicht später wieder. Ja, bestimmt. Einen guten Tag dir. Dir auch einen guten Tag. Vor dem Gebäude. Tom steht vor dem Gebäude und schaut auf sein Handy. Anna kommt dazu und bleibt kurz stehen. Hallo Anna, gut, dass ich dich sehe. Ich stehe hier schon einen Moment und überprüfe noch einmal alles auf meinem Handy. Ich möchte sicher sein, dass ich nichts vergesse. Hallo Tom, das mache ich auch oft. Bevor ich hineingehe, schaue ich lieber noch einmal nach. Dann fühle ich mich ruhiger und besser vorbereitet. Ja, genau. Wenn ich alles kurz prüfe, habe ich weniger Stress. Manchmal habe ich Angst, dass ich etwas Wichtiges übersehe. Das kenne ich gut.
Mir hilft es, mir innerlich eine kleine Liste zu machen. Dann weiß ich, was ich schon erledigt habe. Das ist eine gute Idee. Ich sollte das auch ausprobieren. Oft denke ich zu viel und mache mir unnötige Sorgen. Das passiert schnell, aber meistens läuft alles gut, auch wenn nicht alles perfekt ist. Stimmt. Ich merke, dass ich ruhiger werde, wenn ich mit jemandem kurz spreche. Das nimmt mir den Druck. Mir geht es genauso. Ein kurzes Gespräch hilft oft mehr als langes Grübeln. Dann lass uns jetzt hineingehen. Zusammen fühlt es sich einfacher an. Ja, gute Idee. Dann gehen wir jetzt rein. Ich bin bereit. Danke für das kurze Gespräch. Gerne. Viel Erfolg gleich. Dir auch viel Erfolg. Auf dem Heimweg. Maria und Lisa gehen gemeinsam über den Campus in Richtung Ausgang. Es wird langsam ruhiger. Puh, der Tag war ganz schön lang. Jetzt merke ich erst, wie müde ich bin. Am Anfang war ich nervös, aber jetzt fühle ich mich irgendwie zufrieden. Ja, das geht mir genauso. Heute ist viel passiert, aber es fühlt sich gut an. Ich habe mehr verstanden, als ich gedacht habe, und das macht mich stolz. Mich auch. Am Morgen hatte ich noch Zweifel, ob ich alles schaffe. Jetzt sehe ich, dass ich Schritt für Schritt vorankomme. Genau, man vergisst oft, was man alles geschafft hat. Erst auf dem Heimweg denkt man darüber nach und merkt die kleinen Erfolge. Stimmt, ich fand es auch gut, zwischendurch mit anderen zu sprechen. Das hat mir Sicherheit gegeben. Mir auch. Alleine hätte ich mich manchmal verloren gefühlt. Gemeinsam ist vieles einfacher. Jetzt freue ich mich auf Zuhause. Ein bisschen Ruhe tut gut. Dann kann ich den Tag in Ruhe noch einmal durchgehen. Ja, das mache ich auch gern. Ich trinke etwas Warmes und schaue mir meine Notizen kurz an. Aber ohne Stress. Das klingt gut. Man muss nicht alles an einem Tag schaffen. Morgen ist auch noch Zeit. Genau. Wichtig ist, dran zu bleiben und freundlich zu sich selbst zu sein. Danke, dass wir heute zusammengegangen sind. Das Gespräch hat mir gut getan. Mir auch. Dann gehen wir jetzt nach Hause und ruhen uns aus. Ja, einen schönen Abend dir. Dir auch einen schönen Abend. Jetzt kannst du typische Gespräche an der Universität besser verstehen. Du hast gehört, wie Menschen in verschiedenen Situationen ruhig sprechen. Diese Dialoge helfen dir, sicherer zu werden und mitzusprechen. Übe diese Dialoge am besten laut und in deinem eigenen Tempo. Wiederhole die Sätze und sprich sie mit. Wenn dir das Video geholfen hat, bleib dabei und lerne weiter mit uns.